Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Nach etwa 6 Wochen in Laos brechen wir nun auf nach Kambodscha. Hier erwarten uns neue, wunderschöne Erlebnisse und Abenteuer. Wir fahren erst einmal in die Hauptstadt, denn wir wollen unser Auto Jenny reparieren. Wieder einmal haben wir Glück und so dürfen wir hier das Wasserfest mitfeiern. Gibt eine Firma, die Trinkwasser in Flaschen abfüllt und wir können hier unseren Tank auch auffüllen. 8 Euro für 200 Liter. Zu dem Thema Wasser kann ich sagen, es wurde uns erzählt, tatsächlich habe ich es aber auch nachgelesen, dass die Kindersterblichkeitsrate hier sehr, sehr hoch ist. Das heißt, viele Kinder werden nicht älter als ein Jahr und das liegt daran, dass es nicht genügend sauberes Wasser in Laos gibt und Kinder unter anderem unter bakteriellen Wasser zugrunde gehen. Und gleichzeitig hat man hier das, was man sich unter irgendwie einer gesunden Gesellschaft vorstellt vielleicht und hat den demografischen Baum quasi umgekehrt wie in Deutschland. Das heißt, es gibt sehr wenig sehr alte Leute und viele junge und mittelalte Leute. Hört sich jetzt erstmal gut an, aber auch das liegt daran, dass es hier halt einfach unter anderem nicht so sauberes Trinkwasser gibt und somit ist Wasser einfach auch hier ein wertvolles Gut, was paradox ist, denn hier fällt zur Regenzeit super viel Wasser. Man ist quasi im Dschungel, im Regenwald, aber das Wasser ist einfach nicht sauber genug, als dass man das bedenkenlos trinken kann. Deswegen sind wir hier. Heute ist der Tag der Tage. Wir werden Laos verlassen und nach Kambodscha fahren. Oder nach Kambodscha. Ich freue mich. Ich will ans Meer. Ich denke, ich bin in den letzten Tagen noch warm geworden mit Laos. Meine Erkenntnis ist, solange man die Touristengebiete meidet, ist es schön. Und die Natur hier ist natürlich ganz besonders. Und man darf nicht vergessen, dass Laos echt eine beschissene Geschichte hat. Also in Bezug auf Fremde. Ja, man kann das auch verstehen. Der Grenzposten hat eine Google Maps Sternebewertung von 1,9 Sternen. Es wird also eine sehr schlechte Erfahrung heute werden. So ein Quatsch. Du Quatschkopf. Ja, weil alles, was in Google steht, stimmt immer. Ausnahmslos. Okay. Vielleicht muss ich noch einmal wieder das Startermotor überbrücken. Es passiert schon wieder. Aber in meinen Augen macht das keinen Sinn, Andi, weil das Auto ist auch letztens nicht angesprungen, obwohl der Motor kalt war. Seit unserer Panne im Dschungel haben wir nur einen Fehlstart. Und der eine Fehlstart war vor dem Restaurant nach der Fahrt dorthin,
wo die Temperatur des Motors auch, glaube ich, relativ hoch war. Und jetzt, wo wir kurz angehalten haben, um eine Pipi-Pause zu machen vor der Grenze, können wir den Motor wieder nicht starten. Ich habe schon 2 Versuche gestartet. Es klappt nicht. Und das Gerät zeigt an, dass wir 99 Grad Temperatur haben. Das ist viel. Und das scheint dem Motor nicht gut zu tun, also startet er wohl irgendwie nicht. Wie beim Restaurant damals auch. Nee, das ist so toll. Dieses Auto ist einfach nur eine riesengroße Escape-Challenge. Ich weiß nicht, was du da gemacht hattest. Ich habe das Kabel einfach angehört. Ja. So. Vielleicht noch einmal? Okay. Hoffen wir, dass wir ihn damit wiederbeleben konnten. Wir versuchen jetzt den Motor zu starten. Jo. Hat geklappt. Bin aber nicht scharf drauf, das jetzt jedes Mal zu machen, wenn das Auto starten soll. Das ist doch kacke, wenn wir das jetzt jedes Mal machen müssen. Hallo und Sabadi vorerst zum letzten Mal aus Laos. Die laotische Seite der laotisch-kambodschanischen Grenze, hier im Mekong-Gebiet bei den Mekong-Wasserfällen. So, dann starten wir mal die Prozedur. Jo. Wir sind in Kambodscha. Kambodscha! Ja, was sollen wir sagen? Die laotische Grenze war die korrupteste, auf der wir je waren. Wirklich. Also wir hatten ja in Tadschikistan die eine Grenze, wo es einen Grenzbeamten gab, der korrupt war, aber alle anderen waren in Ordnung. Es war wirklich nur einer. Aber an dieser Grenze haben die wirklich Rudelbildung. Alle waren korrupt. Ich bin so sauer. Das versaut mir einfach. Also wie gesagt, ich sage nichts mehr dazu. Also Laos, schöne Natur. Es gibt auch nette Menschen. Aber überall, wo Tourismus ist, sind die Leute einfach nur korrumpiert vom Geld. So, mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr. Ich bin sehr stolz auf dich. Dann waren wir auf der kambodschanischen Grenzseite und die waren wirklich Zucker. Die waren so nett. Haben alle so gutes Englisch gesprochen, waren so hilfsbereit und freundlich, hatten super gut strukturierte Prozesse. Das war ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Was sagst du? Ja, mega. Jetzt erstmal ein bisschen schlechte Straßen und danach sollten die Straßen gut werden. Und dann gehen wir mal wieder auf die Jagd nach SIM-Card und Geld. Und ich freue mich, dass wir in Kambodscha sind. Und ich freue mich wirklich auf das Land. Wirklich. Die Fahrbahn war gerade 3 Meter breit. Da kam uns ein PKW von der Polizei entgegen, ein SUV auf unserer Seite. Und rechts von uns loser Schotter. Und sie haben uns gesagt, fahrt weiter rechts, fahrt weiter rechts. Zack, haben uns festgefahren auf der Straße im Schotter. Wir haben auch ein bisschen aufgesetzt mit dem Vorderbau. Und die Polizei weggefahren. Ich habe Dauer gehupt. Das hat das nicht interessiert, die sind einfach weggefahren. Wir konnten uns Gott sei Dank durch Rückwärtsfahren mit viel Gas und viel Kupplungsschleifen irgendwie befreien. Wir sind dabei in eine extreme Schräglage geraten, kurz vorm Umkippen. Und dann haben wir eben die uns stabilisieren können und neben der Fahrbahn fahren können, um dann später eine Auffahrt zu finden. Aber das habe ich jetzt nicht erwartet, dass die Polizei so dermaßen unfreundlich ist und uns von der Straße abdrängt. Nicht unfreundlich, arschig und die eigenen Regeln nicht befolgt. Erstmal Geisterpaare spielen, obwohl neben uns auf deren Fahrbahn wäre so viel Platz gewesen und dann auch noch auf der unbefestigten Schotterpiste. Also links, wo die hätten fahren können, war alles fest. Rechts, wo wir fahren mussten, war alles lose. Und die hatten noch ein SUV. Also, sorry, ich kann nur annehmen, dass sie hier keinen Führerschein machen, kein Auto fahren können, keine Straßenverkehrsordnung haben oder kennen.
Wir sind wieder die größten Helden. Heute ist der 9. November und heute ist der Unabhängigkeitstag von Kambodscha. Deswegen waren hier so ein paar Feste und dergleichen. Und wir reisen mal wieder einfach völlig planlos durch die Gegend. Und die Polizeieskorte, wovon uns der eine Polizist von der Straße gedrängt hat. Ah, ja. Die Unabhängigkeitserklärung Kambodschas von Frankreich am 9. November 1953 gefeiert. Ja. Finden wir gut. Ja, wir hatten eben gefragt, ob wir bei der Tankstelle, wo wir waren, übernachten können. Das ist leider nicht möglich gewesen. Jetzt fahren wir schon im im sehr, sehr dunkeln noch durch die Gegend und schauen noch nach einem Übernachtungsplatz. Haben eben auch schon oder haben nochmal darüber gesprochen, wie sich das seit der Mongolei, in China war das eigentlich eben durch die Reiseagentur eben auch noch viel, viel einfacher, aber wie sich das seit Laos geändert hat, dass es schwieriger ist, Übernachtungsplätze zu finden. Das geht auch damit her, weil die Gebiete einfach viel, viel dichter besiedelt sind. In Laos zum Beispiel bietet der Regenwald nicht viel Platz. Hier in Kambodscha ist es einfach dichter besiedelt. Und du findest halt schwieriger irgendeinen Platz, wo du niemanden störst. Schwierig. Ja. Hashtag Vanlife Cambodia und die Probleme hier. Wir haben jetzt ein schönes Abendessen im Restaurant und wir haben nett gefragt, ob wir hier übernachten dürfen und die Antwort ist ja. Das Essen ist auch wirklich lecker. Und die Leute hier scheinen sehr, sehr nett zu sein. Ein neuer Morgen und hier haben wir übernachtet bei diesem Restaurant. Er hat uns hier erlaubt, dass wir hier noch vor seinem Restaurant übernachten dürfen, gestern, als es ganz, ganz dunkel war. Und jetzt geht's weiter Richtung Hauptstadt.
Das ist der Mekong. Wir haben hier kurz angehalten, da wir schnell was zum Mittagessen wollten. Wir sind hier quasi an so einem Straßenrestaurant und wurden hier von einer sehr gut englisch sprechenden jungen Dame begrüßt, die uns auch erzählt hat, dass wir sind ja gerade auf dem Weg in die Hauptstadt. Und wir hatten uns aber tatsächlich auch schon gelesen, dass hier das Wasserfestival stattfinden wird ab dem 14. November. Ich denke, das ist quasi das Pendant zum Lichterfest in Laos. Denn die Regenzeit endet hier ja etwas später als in Laos. Die Buddhisten feiern dieses Jahr traditionell zum Ende der Regenzeit. Und sehr cool, dass wir dann gerade auch hier in der Gegend sind und das mitkriegen werden. Hier haben wir gerade gut gegessen. Andi hatte gebratenen Reis mit Gemüse und Fleisch und ich hatte normalen Reis, weil mir ist etwas blau im Magen. Und das Ganze für $2, weil es extrem günstig ist. Wahnsinn. Ja, und jetzt geht's weiter. Wenn der Motor angeht. Heute ist der 11.11.2024 in der Hauptstadt von Kambodscha, dessen Namen ich so schwer aussprechen kann. Phnom Penh. Wie? Phnom Penh. Phnom Penh. Phnom. Phnom Penh. Phnom. Nom nom nom. Phnom. Nom. Phnom. Phnom Penh. Ja. Und ich wünsche allen fröhliches Karneval und Allah. Für uns geht's heute in ein kleines Domizil, das wir jetzt eine Woche beziehen werden, in der Nähe einer Werkstatt, wo wir hoffen, dass wir Jenny wieder auf den Damm kriegen. Nachdem wir ja gestern so eine unangenehme Begegnung mit der Polizei auf der Straße hatten, hatten wir jetzt mal wieder eine schöne. Ja, wir wurden rausgewunken, Routinekontrolle. Und dann haben sie irgendwann doch festgestellt, dass wir Touristen sind. Und dann ganz schnell peinlich, ja, weiter. Kurz nach dem netten Austausch mit der Polizei sind wir dann auch schon in unserer Unterkunft für die nächste Woche angekommen. Bist du ein Star, du kleine Mauzokata? Ja. Ja. Jeden Morgen beim Frühstück bist du unser guter Freund, gell? Ja. Jetzt beschwert er sich gerade, weil es gab zu wenig. Also wir sind in der Hauptstadt des Landes in einem sehr schönen Hotel, im Sarinas Hotel. Das ist jetzt schon ein paar Tage. Ich muss sagen, es hätte schlimmer sein können. Unser Auto ist gerade in der Werkstatt und wird hoffentlich bald wieder gesund. Was machen wir heute, Andi? Jetzt gehen wir erstmal einkaufen und dann gehen wir in diesen Pool wahrscheinlich und dann entspannen wir ein bisschen und irgendwann essen wir auch noch zu Abend. Hartes Leben. Ja, wir sind auf unserer Erkundungstour rund um unser Hotel. Denn wir müssen tatsächlich einkaufen. Lustig ist, also wir haben die letzten Tage so gar nichts gefilmt. Wir haben uns eigentlich irgendwie 3 Tage nur eingemummelt
ins Hotel und haben an irgendwelchen Videos rumgeschnibbelt und es auch extrem genossen, dass wir ein bisschen was zu essen hatten und viel kochen konnten. Hört sich komisch an, weil das Essen gehen ist hier einfach super günstig, fast genauso günstig wie einzukaufen und selber zu kochen. Ja. Aber jetzt geht uns gerade das Trinken aus und so ein bisschen die Lebensmittel und jetzt fangen wir mal an, die Gegend zu erkunden. Jetzt verlassen wir die Höhle. Hier steht unser Auto nicht, aber hier stehen nur dicke Offroad-Karren drin. Ironman 4x4, hier stehen echt krasse Offroad-Viecher drin. Unser erstes Mal gemeinsam Tuk-Tuk fahren. Ich weiß gar nicht, warum es in München nicht aufgibt. Es wird den Nahverkehr komplett lösen. Bin ich mir nicht so sicher. Weißt du, so im Winter, minus 10 Grad, Dabei. gesierte Menschen. Hab ich angezogen. Ja, es passt nicht zu München. Es ist gerade das Wasserfestival hier in der Stadt und das wollen wir uns heute Abend auch nochmal angucken. Hat gestern schon angefangen, aber da waren wir ein bisschen müde. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt gerade nicht. So, wir sind jetzt hier in unserer kleinen Übergangswohnung, denn Jenny ist in der Werkstatt und sie wird hoffentlich auch wieder fit. Wir haben hier ganz cool so ein Hotel-Apartment gefunden in der Nähe von unserer Werkstatt. Und warum ich das so cool finde, dann zeige ich gleich. Zum einen, wir haben hier einen echt dicken Kühlschrank mit Gefrierfach und Fische. Und das absolute Highlight in meinen Augen ist diese Waschmaschine. Ich liebe sie. Einfach mal nach 1 Jahr wieder so waschen zu können, wie man das möchte, ist ein absoluter Luxus. Und auch die Küche, wir mussten zwar ein paar von unseren Küchenutensilien mitbringen, damit wir sie gut nutzen können, ist toll. Ansonsten haben wir hier ein Sofa und hier schon komplett unser Office aufgebaut. China wird geschnitten. Wir haben einen Balkon, der sich sehr gut zum Wäschetrocknen eignet. Und von diesem Balkon aus hat man Sicht auf den luxuriösen Pool. Da unten ist die Rezeption. Und Frühstück ist inkludiert. Das heißt, Frühstück kriegen wir hier unten auch immer jeden Morgen. Ansonsten haben wir 2 Klimaanlagen in dieser Wohnung. Finden wir sehr angenehm, denn es ist heiß. Wir haben durchschnittlich zwischen 30 und 35 Grad. Ein großes Bett. Hier Working Station Nummer 2. Und ansonsten gibt es natürlich noch ein Badezimmer, beziehungsweise hier so, sind unsere Waschsachen, die Toilette und die Dusche, in der Andi gerade duscht. Dusche kann man sich ja vorstellen. Wir fahren zum Wasserfest an den Palast. Hey. Abkürzung durch die Tankstelle. Wir kürzen durch die Tankstelle ab.
Das Tuk-Tuk bestellt man in Phnom Penh am besten mit der Pass-App für sein Handy. Da kriegt man transparente Preise und hat keine böse Überraschung am Ende der Fahrt. Außerdem muss man sagen, dass Tuk-Tuk-Fahren in Phnom Penh das abenteuerlichste war, was wir so an Tuk-Tuk-Fahrten in Südostasien generell hatten. Denn diese Tuk-Tuks sind einfach ein bisschen wackeliger als die in Thailand. In Thailand sind zum Beispiel richtige Edelschlitten. Und in Vietnam haben wir zumindest im Süden, Ho Chi Minh City, keine Tuk-Tuks gesehen. Genau, die gab es einfach nicht. Wir sind gleich da. Die Menschen werden mehr. Alle sind mega schick. Und dann macht jetzt einmal hier so ein Drehkommando. Siehst du das? Normal. Einfach mal gedreht. Vor allen Dingen, der wird gleich rückwärts setzt. Also wir werden gleich aussteigen. Es ist ultra viel los. Das hat uns aber auch die Rezeptionistin im Hotel gesagt. Aber es war auch ein Höllenritt hierher. Es war ein Höllenritt, ja. Und er hat ein paar Kamikaze-Sachen gemacht, die waren witzig. Okay, hier ist eine riesen Party. Hier sieht man übrigens den Königspalast. Den kann man auch besichtigen, das haben wir tatsächlich aber nicht gemacht. Wir haben nur von Freunden gehört, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so toll wäre, denn man kann sich tatsächlich nicht ganz so viel in dem Palast anschauen, soll aber trotzdem ein schönes Erlebnis sein. Absolute Highlight beim Wasserfest in der Hauptstadt von Kambodscha war die große Lichterparade auf dem Mekong. Hierzu wurden alle verfügbaren Schiffe mit großen Lichterschablonen, sag ich mal so, geschmückt, die in allen möglichen Farben und Formationen leuchteten. Die großen Boote wurden auch noch mit lauter Musik ausgestattet und ja, das war der eine Unterschied, den wir zum Lichterfest in Laos beobachten konnten. Dennoch wurden hier auch traditionell noch kleine Blumenboote auf dem Mekong schwimmen gelassen, um eben die bösen Geister, die in der Regenzeit gekommen sind, zu verabschieden und zu vertreiben. Und das wurde auch gebührend gefeiert. Hier beim Wasserfest in Phnom Penh ist uns wieder aufgefallen, was wir davor auch schon beobachtet hatten. Die Menschen in Kambodscha wirken irgendwie glücklicher. Vermutlich
denken wir zumindest, liegt es an der besseren wirtschaftlichen Situation und den größeren Zukunftsperspektiven als die meisten Menschen in Laos haben. Und irgendwie spiegelt sich das in der Laune, im Lächeln und einfach in der Freundlichkeit der Leute wieder. Das ist so krass. Guck mal, das Boot. Da ist ein Buddha und da eine Friedenstaube und ein Kreuz. Und eine Moschee ist noch drauf. Also ich glaube, eine versöhnlichere Religion als die Buddhisten gibt's nicht. Wie die Lichter sind in mehreren Ebenen gebaut. Das ist, weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, aber wenn man davor steht, ist es wie so eine optische Täuschung. Bài là hội đại tầm áo xài đẹp trai xa Sư tha bông ông con trò mình tên Đi thế đó Chút ra bông Chà Em smart phone này cũng này In unseren ersten Tagen in Kambodscha hatten wir richtig viel Spaß und konnten gleichzeitig Energie und Kraft für die nächste Zeit sammeln. Unserem Auto hat es auch sehr gut getan. Wir waren tagelang in der Werkstatt bei Reinhard, einem extrem coolen Deutschen, der eben eine sehr, sehr tolle Werkstatt führt und bei dem unser Auto wieder top auf Vordermann gebracht wurde. Wir stellen ihn euch auch vor und seine Lebensgeschichte. Es ist wirklich total spannend und absolut sehenswert. Ja, Reini ist für uns der beste Mechaniker in ganz Südostasien. Aber jetzt sagen wir erstmal Ciao, Tschüss und auf Wiedersehen. Wenn der heiß ist, dann heißt das entweder der klemmt, der ist zu, dann läuft er auch nicht recht, dann springt er schwer an und so weiter. Und eigentlich noch gucken, wie laufen die Injektoren? Ich bin Sachse. So, laufen. Müsst ihr alle noch eine Sprachschule machen bei mir hier in Kambodscha.